machten nog verenigd en versterkt. Nu ik alleen hier langs het strand loop. Servus, wir sind heute in Holland unterwegs. In Texel sind wir hingeflogen an diesem Freitag zwischen Frohleichnam. Und falls ihr mich hören könnt, den Rückflug, den nehmen wir für euch auf. Die Niederlande ist meine ursprüngliche Heimat. Jedoch war das hier tatsächlich mein erster Texel-Besuch. Die größte Insel der Nordsee ist bei deutschen Touristen extremst beliebt und lohnt sich fliegerisch auch für einen Tages- oder Mehrtagesausflug. Von Arnsberg im Sauerland flogen wir zunächst über Zwolle, meine ehemalige Schulstadt, nach Texel. Direkt am Flugplatz mieteten wir für einen kleinen Betrag typische Hollandräder, um bequem zum Dorfzentrum und Strand in de Koog zu radeln. Nach einem schönen Aufenthalt und leckerer niederländische Pfannkuchen fuhren wir wieder zurück, um über Amsterdam zurück nach Arnsberg zu fliegen. Aufgrund der Corona-Pandemie hatten wir in 2020 die Chance, um der Flughafen mit den meisten Flugbewegungen Europas, Schiphol, einen Besuch abzustatten. Im Vorfeld muss dazu ein Formular ausgefüllt werden, sodass der Durchflug durch die Kontrollzone von Schiphol und das dortige Vorhaben im Vorfeld geprüft werden kann. Einerseits war mehr Arbeit, andererseits kann man perfekt eine passende Uhrzeit mit den Vorarbeitern der Fluglotsen vereinbaren, sodass man vor Ort nicht so einfach mit einer Absage enttäuscht werden kann. Also steigen wir ein und erkunden ein Stück Heimat. Texel Radio, Delta Echo Whiskey Sierra Mike, hallo. Ja, guten Tag, Radio 5, runway 04. I hear you, reach your 52 and runway 04. And do you know if the Koog is active today? I think they are still active. So, liebe Zuschauer, herzlich willkommen in der Delta Echo Whiskey Sierra Mike. Die schöne Maschine von Günther, der sitzt neben mir, ist heute dabei. Wir waren in Texel. Viele sagen es falsch nach wie Texel, aber man muss es wie Texel aussprechen. Und es war richtig klasse hier am Strand. Und jetzt ist das Ziel, wir fliegen die Küste entlang Richtung Süden, Amsterdam Kontrollzone durch und dann weiter zurück nach Arnsberg und mal gucken, was wir so in Amsterdam bekommen. Vorher schon Kontakt gehabt mit der holländischen DFS, Luchtvaart Nederland. Mache ich was falsch? Nee. Ich hatte komplett gezogen. Hier so. Ich sehe das hier auch. Ja, wie das. Oh. Ich bin gespannt, wie das hier ist, wenn das alles so richtig nass ist, ne? Als hier Hagel reingegangen wäre. Machen wir kurz einen Run-Up. Genug Abstand in der Runway. So, Parkbremse gesetzt. Check. Klappen prüfen. First Flap. Yes. Schaut gut aus. Flap 1 setze ich schon mal. Check. Ruder. Ist freigängig. Das auch. Was das geht, ne? Ja, bei dir auch. Okay, Trimmung, neutral. Ja. Passt. Das ist schon richtig jetzt, ne? Das reicht schon für Magneset. Das reicht schon Magneset bei euch. Ja, bei uns. Fertig. Links passt. Rechts. Fertig. Passt, dann 1700. Kann sogar bis 1900 gehen. Okay, ja, mache ich einfach so. Geh mit deiner Maschine schön vorsichtig, ne? Ja, ich weiß da. Das macht ja nichts. Ja, mit der Dimona ist es ein bisschen anders, aber das ist eigentlich sehr, sehr einfach. So, Pumpe ein, Klappen, Startstellung, check, checkt. Ja, Ready. Right Gyro, nochmal. So, wenn du ready bist, bei Motorausfall 500, unter 500 Fuß landen wir irgendwo im Feld, über 500 Fuß HL. Gehen wir zurück. Muss hier noch Skydive anschalten. Jawohl. Sehr gut. Perfekt. Ja, okay, dann geht's los. Delta Sierra Mike, Landing up, Raum ist 04. Zeichnet das alles auf, ne? Ja. Läuft eine Kamera laufen komplett durch. Ja. Das Jedes Wort wird hier auf die Goldwaage gelegt.
15 jetzt gestartet. Ne, 1547. Okay, sieht gut aus. Flaps up. Ja. Wolltest du jetzt durch die Kollegen durch, oder? Ja, gehe ich mal durch. Das ist auf dem. Wenn wir keine Freigabe bekommen, gehen wir da westlich dran vorbei. Warum sollte man keine bekommen? Ja, im Militärplatz, da wird eh nichts los sein. Achso, genau, die holländischen Militaries, die sind ja nicht. Da hast du schon mal Freude mit gehabt, ne? Genau. Dat is Mike, leaving traffic circuit 1200 feet. Ja, hartelijk dank en tot de volgende keer. Tot ziens, goeie weg. Dank je, ciao. Hast du die schon reingenommen, die 5? Ja, habe ich schon reingenommen. The Koi Tower, Delta Echo Whiskey Sierra Mike, goedendag. Delta Echo Whiskey Sierra Mike, Koi Tower, go ahead. Delta Echo Whiskey Sierra Mike is 4 minutes or 3 minutes north of Oscar. Request to cross your control zone in 1500 feet or above. Direction Spijkerhoog viewer. Sierra Mike, Roger, entering approved, 1500 feet. QNH is 1006, report entering. Da ist doch über der Altstadt, da ist doch ein Beschränkungsgebiet, oder wie verhält sich das? Ja, die ist aber nicht immer aktiv, die ist im Moment nicht aktiv. Um genau zu sagen, sind diese Beschränkungsgebiete sogenannte Temporary Segregated Areas. Diese werden in den Niederlanden oft für jährliche Gedenkfeier eingerichtet und sind dabei auch nur an einem Tag pro Jahr aktiviert. Über Amsterdam betrifft dies der Gedenkfeier des Nationalen Totengedenktages am 4. Mai und die Gedenkfeier der Bijlmer-Katastrophe am 4. Oktober, als in 1992 ein Boeing 747 von El Al nach doppeltem Triebwerksabriss in ein Wohnblock von Amsterdam abgestürzt ist. This is Mike, over at Oscar entering CTR 1600 feet. Sierra Mike, Roger, no traffic, report leaving in the south. No traffic and we'll report leaving in the south. That is Mike, thank you. So, fliegen wir einmal über den Button, sehe ich jetzt. Bottensee Crossing. Da ist der Flughafen von The Koi. Militärische Flughafen. Hast du jetzt die Position gecheckt übers iPhone oder hast du einfach freie Schnauze gemacht? Ich habe freie Schnauze gemacht. Hier steht auf Breitbild. Ich sehe also der ganzen Cockpit ist jetzt drauf. Die auch. Die hat bis hier drauf. Ja, fliegen in Holland. Auch mal wieder interessant. Jetzt müssen wir unter 1500 Fuß, weil wir sonst in Luftraum Alpha rein donnern. Delta Mike, clear CTR 1500 feet. Delta Sierra Mike, frequency change approved, bye sir. Frequency change approved, thank you, bye bye. Delta Mike. Amsterdam Information, goedemiddag, Delta Echo Whiskey Sierra Mike. Delta Echo Whiskey Sierra Mike, Amsterdam, goeiedag. Delta Echo Whiskey Sierra Mike is a VFR flight from Echo Hotel Tango X-Ray to Echo Delta Lima Alpha in 1500 feet, just left the CTR of the Koi and my Katana and now direct Amsterdam for crossing CTR. Delta Sierra Mike, identified, the Amsterdam regional QNH is 1005, report persons on board. 2 POB and QNH 1005, Delta Sierra Mike. Delta Sierra Mike, Roger, let me know when you're switching to Schiphol Tower. Wilco, Delta Sierra Mike. Du hast dein Fotogerät auch parat, ne? Ja. Ich hoffe mal, dass die Sonne dann noch scheint. Ja, das Wieso ist das denn auf den paar Meilen so merkwürdig mit dem Wetter? ja, Hammer, ne? Hast du Artis-Frequenz noch drin oder? Ja, ich höre noch einmal ab, nicht, dass wir das gerade beendet haben. This is Schiphol arrival information, Juliet. Main landing runway 18 right. Transition level 4, 5, 130 degrees. Ja, Juliet habe ich aber gehört. Very Kannst du nochmal?
Okay, dann muss ich noch einmal die Tower reinmachen. 119, 230. Element 5 descending for the Lima 15 Alpha for 2000 surface. Proceed to the coin. Was war das jetzt für eine Sicht in dem Artis? Mehr als 10 Kilometer. Okay. Amsterdam information, Delta Echo Yes, Kilo Mr. Oscar Sierra. Delta Echo Kilo Oscar Sierra, Amsterdam, goedenavond. Delta Sierra Mike is changing to Schiphol Tower. Delta Sierra Mike, roger, tot later. Tot later, Delta Sierra Mike, bye bye. Schiphol Tower, Delta Echo Whiskey Sierra Mike, goedenavond. Delta Sierra Mike, goedenavond. Delta Echo Whiskey Sierra Mike is 5 minutes north of Rotterdam. With information Juliet on board, request entering control zone. Delta Sierra Mike, 360 overhead Amsterdam is approved, so clear to enter. The QNH van 005, squawk 0060. Squawk 0060, entering CTR approved for orbit over the Old City. Delta Sierra Mike. Yeah, stand by for the touch and go. It will be runway 18 center, I think. Delta Sierra Mike will stand by for the touch and go, runway 18 center. So, wo haben wir denn jetzt die Altstadt? Ja, die liegt so auf unserer halb 1 Uhr Position. Eigentlich fliegen wir da, nee, Quatsch, wir fliegen da genau geradeauf zu. Ah ja, das ist der Kundtunnel, der geht unter der Autobahn unter dem Wasser durch, von der Ring von Amsterdam. Ah ja, das ist der Bahnhof, sehe ich das richtig? Oder? Ja, das ist da vorne, genau, das ist der Bahnhof, ja. Delta Sierra Mike, Rotterdam 1100 feet. Delta Sierra Mike, report finished over at Amsterdam City. We'll report when finished over the city, Delta Sierra Mike. Oh, wir report when finished, da können wir hier erst mal austoben hier. Da soll wir in Anzug anrufen, dass wir länger bleiben. Delta Sierra Mike, how long would you like to stay over the Amsterdam City? Delta Sierra Mike, just for one further orbit, sir. Okay, there's inbound traffic for 22 about 25 miles, so when finished with the orbit, proceed initially towards the west. Delta Sierra Mike, when finished I will proceed direct to the west. So, wir können jetzt Richtung Westen. Okay, dann drehe ich eine steile Kurve. Delta Sierra Mike is finished for the Old City and we'll go to the west. Yeah, Delta Sierra Mike, that's copied, and you can proceed to Leiden or Batuverdorp. Expect to make a touch and go on the 18 center. We'll expect 80 center and we'll go direct now Batuverdorp. Delta Sierra Mike. Delta Sierra Mike, report 18 center inside, please. Delta Sierra Mike, look up. 18 Center, also Center, ja, das ist noch eins weiter, das ist nicht die, sondern da vorne. ja, okay. Ja, dass ich das nicht falsch mache, das ist das Center, ja. Delta Sierra Mike, 18 center in inside. Delta Sierra Mike, roger, proceed direct to final 18 center. Direct final 80 center, Delta Sierra Mike. Delta Sierra Mike, what are your intentions after the touch and go? Delta Sierra Mike, an orbit around the tower and then after leaving via Victor. Delta Sierra Mike, that is copied. After the touch and go, left turn towards the main tower. 18 center, clear touch and go, the wind is 1606 knots. Only 18 center, clear for touch and go, thereafter left turn to the tower, Delta Sierra Mike. Ja, da startet eine Maschine. Eigentlich ist ja so wenig, da weiß ich gar nicht, dass das erst ab 18 Uhr geklappt hat. Goedemiddag, Sierra Romeo Mike Bravo on the localizer runway 22. Sierra Mike Bravo, goedemiddag, 22 clear to land, the wind is calm.
22, clear to land, come to wind, Sierra Mike Bravo. Sierra Mike Bravo, due to VFR traffic on the Victor arrival, in case of a missed approach, continue runway track, please. We will do that. Continue runway track in case of missed approach, Sierra Mike Bravo. Hotel 4 November 3 over Alpha, 800 feet. 4 November 3, Roger. Continue to Bravo and initially hold over Bravo. Gives you clearance shortly to proceed behind question after Bravo. Roger, initially proceed to Bravo to hold. Papa Hotel 4 November 3. Speed building up. Delta Sierra Mike to orbit around the tower at 1,000 feet or below. Be advised there's IFR traffic inbound for 22 at the moment. Delta Sierra Mike traffic, copy the traffic and we will stay below 1,000 feet, make a right turn over the tower, Delta Sierra Mike. Yeah, that is correct, to stay west of the 22 all the time, please. Delta Sierra Mike, after this orbit, when you're finished, you can proceed to Victor and then to leave on the Victor departure. Delta Mike, after finishing this orbit, we'll direct to Victor. Can I climb to 1,000 feet for you? Yeah, the 1,000 feet or below, please. Be advised, there's VFR traffic now over Bravo, inbound to the main tower as well, with information flight to for your phone. Delta Sierra Mike, that's copied. We'll look for traffic and we'll stay below 1,000 feet. Sierra Mike Bravo, runway, Sierra Mike Bravo, Roger, let's go, and contact 118. Good night. Delta Sierra Mike, that's the traffic in sight. Thank you. Yes, deutlich tiefer noch als wir. Ja, okay. Ja. Mal gucken, wie die Ausbeute ist. Den müssen wir heute Abend unbedingt schicken. Heute Abend? Langsam. Quatsch! Delta Sierra Mike over at Victor 900 feet. Delta Sierra Mike, Roger, Victor says proof to Squawk 7000 en een fijne avond. Squawk 7000 en hetzelfde, Delta Sierra Mike, tot ziens. Tot ziens. Amsterdam information, Delta Echo Whiskey Sierra Mike, goedenavond and back with you in 900 feet, just past Victor. Delta Echo Whiskey Sierra Mike, welkom terug to Amsterdam Regional QNH, is still 1005. QNH 1005, Delta Sierra Mike, thank you. And Delta Sierra Mike, is the dropping zone of Hilversum active? Delta Sierra Mike, Hilversum is open, yes. Delta Sierra Mike, copy that, I will pass to the south. Delta Sierra Mike, roger. Das ist Hilversum da, oder? Nee, Hilversum ist gleich hier direkt vorne. Was ist das für eine große Stadt? Utrecht, das ist Utrecht. Jetzt fliegen wir eigentlich auf die Grenze zu. Jetzt sagt er mir hier Landung um 18:08 Uhr. Aber wir steigen wahrscheinlich und langsam sind. Heute waren es teilweise 40, 20 vor. Aber guck mal, wir fliegen jetzt mit 70 Knoten, steigen. Das berechnet er immer neu. Ja, bringt sie mal in Fahrt. Oh, das reicht. 2000 Fuß reicht. Whiskey Bravo, did you know low you identified? Continue descent flight level 70. How many miles will you need to heading? Ja, ich lass mal immer ein bisschen. Ich gebe mal ein bisschen Gas, ja. Oscar Whiskey Bravo, Roger, that is copied. When able you can proceed direct to Kiev. Ich muss mal kurz fragen, ob das aktiv ist. Delta Sierra Mike, is Dalen still active? Dalen is not active. Dalen is not active, Delta Sierra Mike, copied. Then we'll proceed direct to Oscar border crossing point.
to Sarah Mike, overhead Zerenberg, Oscar in 2000 feet, from chasing to Langen. Sarah Mike, Roger, change approved. Change approved, fijne avond, dat is Sarah Mike. Ja, guck, und dann in Deutschland scheint die Sonne. Ab Grenze scheint die Sonne. Jetzt ist es Endspurt nach Arnsberg. Mal gucken, ob wir das noch pünktlich schaffen. Langsam neigt sich unser Kurztrip dem Ende zu. Im Gegensatz zu vielen anderen Flughäfen war der Touch & Go in Amsterdam nach vorheriger Absprache komplett gebührenfrei. Sogar die Anfluggebühren von Eurocontrol wurde nicht in Rechnung gestellt. Das wiederum verdient ein großes Lob an Schiphol und dessen Flugsicherung. In der nächsten Folge geht es nicht ans Meer, sondern endlich wieder in die Berge. Zusammen mit Philipp, der Autor von Fliegen in Frankreich, Italien und UK, fliegen wir in die Schweiz nach Samaden. Dort bekomme ich gleich die obligatorische Platzeinweisung. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet. So, dann müssen wir den Zuschauer jetzt verabschieden. Jetzt sind wir wieder in Arnsberg gelandet, zurück in der Homebase von der Sarah Mike. Ja, wollt ihr was sagen, Günther? Alles super. Alles super gelaufen, oder? Ja, genau. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wir fliegen ja nicht täglich auf einem großen Flughafen wie hier Schiphol, aber diesmal haben wir uns mal was gegönnt.